einem 40-Sekunden-Teaser-Trailer hat das ehemalige HGLG-Team endlich den Namen ihrer Interpretation eines echten Die Siedler-Spiels präsentiert. Die Zocker Lounge wird daher ab sofort im neuen News-Format, den Colonia Prima News, für euch berichten und euch über dem Hoffnungsträger auf dem Laufenden halten. Genau ein Jahr nach Projektgründung auf der Zocker Lounge Luxuslan Party in Frankfurt am Main war es wieder das gleiche Event in derselben Location, um den ersten dicken Meilenstein in der Projektentwicklung zu präsentieren. Colonia Prima oder im Deutschen die erste Kolonie soll das Spiel also heißen. Dabei sieht man sich ganz klar als der geistige Nachfolger von Die Siedler 3 und 4 und ignoriert somit auch ganz klar alle danach erschienenen Die Siedler-Teile unter Ubisoft konsequent. Das ehemalige HGLG-Team besteht dabei aus ca. 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich vor allem in ihrer Freizeit um das Projekt kümmern und sich in ihre unterschiedlichen Spezialgebiete aufteilen. Schirmherr des Projekts ist dabei Kai Rosebrock aus Werden, während das wandelnde Die Siedler 4 Lexikon Ultimate Spindish aka Robin Pütz die kreative Leitung übernommen hat. Bereits seit einem Jahr habe ich euch die regelmäßig erscheinenden Entwicklungstagebücher des Teams in Videoform zusammengefasst. Mit dem heutigen Startschuss werden diese nun folgerichtig im eigenen Format, den Colonia Prima News, weitergeführt. Also unbedingt Abo dalassen, damit euch dieser Content dann auch erreichen kann. Colonia Prima möchte vor allem die Siedler 3 und 4 Spieler abholen und ist somit ganz klar ein RTS mit aktiver Einheitensteuerung, aber auch einem für die Serie so wichtigen großen Siedlungspart zu Beginn einer Partie. Das Spiel wird dabei auf Unity programmiert und möchte sich neben einem Competitive Multiplayer-Modus auch um die Singleplayer-Siedlerspieler kümmern und somit nach Möglichkeit alle Spieler bzw. Liebhaber der alten Die Siedler-Teile abholen. Fest eingeplant ist neben voller Modbarkeit die prozedurale Map-Generation, die durchaus E-Sports-taugliche exakt gespiegelte Maps hervorbringen soll, sowie der so immens wichtige Karteneditor, der die Langlebigkeit der alten Spiele erst möglich gemacht hat. Aktuell ist eine Entwicklungszeit von mindestens 3 Jahren vorgesehen, was einen theoretischen Release gegen Ende 2025 bedeuten könnte. Zum Start sollen dann mit den Römern, den Ägyptern und den Wikingern 3 Völker zur Verfügung stehen, die sich auch durchaus unterschiedlich spielen lassen werden. Die Ägypter zum Beispiel leben vor allem in der Wüste und sind an trockene Wetterlagen angepasst. Daher brauchen sie weniger Holz und verlassen sich viel mehr auf Stein und die neue Ressource Lehm. Wikinger hingegen sind besonders an das kalte Klima des Nordens angepasst und bauen ihre Häuser vorzugsweise mit viel Holz. Sollte das Spiel dann erfolgreich genug bei der Community ankommen, sollen via DLC nach und nach weitere Völker wie die Asiaten, die Trojaner, die Amazonen oder die Maya nachgeliefert werden. In diesem Sinne allen Projektbeteiligten Hals- und Beinbruch. In einer spannenden Zeit, in der sich das Franchise endlich von seinen Fesseln lösen konnte und uns somit neben Pioneers of Pagonia und The First Explorers gleich 3 Siedlerspiele ins Hause stehen, die zwar nicht mehr so heißen, aber so unendlich viel mehr richtig machen als alles, was in den letzten 20 Jahren erschienen ist.